Mein Name ist Christoph Schumann und ich bin Lehrer und habe bis jetzt an einem Gymnasium gearbeitet und an der Gesamtschule. Ich glaube, das ist so ein natürliches Bedürfnis von Kindern, dass man groß sein möchte und dass man dann einfach Bock hat, was zu lernen. Es gibt noch so verdammt viele Dinge zu entdecken. Ich wollte als kleines Kind immer Erfinder werden und eine Zeitmaschine bauen. Wenn man im Kindergartenalter ist, dann hat die Schule so was Magisches. Das ist so ein magischer Ort, wo man denkt, da gehen die Großen hin, die schon so viele tolle Sachen können. Die Grundschulzeit, das war keine schöne Erinnerung. Also ich habe mich da nie wohl gefühlt. Ich habe in der Grundschulzeit nie darüber nachgedacht, was ich jetzt lieber gemacht hätte, weil das so selbstverständlich war, zur Grundschule zu gehen. Also das war wie so ein notwendiges Übel. Nachdem ich das Referendariat abgeschlossen hatte, hatte ich schon so ein bisschen bemerkt, dass das System Schule irgendwie ein bisschen seltsam ist. Ich habe halt gemerkt, an Regelschulen lernen die Kinder halt nicht, weil sie es wirklich wollen. Wie ist denn bei euch das Lernen in der Schule? Eintönig. Langeweile ist schon der größte Bestandteil der Gefühle während des Unterrichts. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal etwas gelernt habe, was ich sinnvoll fand, weil ich nicht unbedingt weiß, wie ich das, was man in der Schule lernen soll, später im Leben anwenden soll. Das letzte, was vielleicht sinnvoll war, war der Dreisatz in Mathe. Das ist schon ein bisschen her. Das ist es ja, was einen interessiert, das lernt man ja gerne, aber der Rest ist halt unnötiger Zusatz im Grunde. Es wird das gemacht, was auf dem Lehrplan steht und mehr nicht. Und wenn wir es nicht geschafft haben, dann haben wir später Probleme. Man verbringt viel Zeit in der Schule und wenn der Unterricht trist ist und die Schüler da keinen Spaß dran haben, dann ist es im Endeffekt verschwendete Zeit. Ja, warum kann Schule nicht da anfangen, wo die Begeisterung und die Stärken der Menschen sind und sie darin unterstützen? Und wenn ich so nachdenke über Schule, dann stellt sich für mich natürlich auch die Frage, was für eine Schule wünsche ich mir für meine Kinder? Was für eine Schule würde ich die gerne schicken wollen? Was sollten die da lernen und was für eine Umgebung sollte das sein? Gibt es Schulen, wo die Kinder wirklich richtig gerne lernen? Und wann in meinem Leben habe ich wirklich richtig gerne gelernt? Und ich habe gemerkt, so all die Sachen, die ich gelernt habe, die wichtig waren für mein Leben, das waren Sachen, die habe ich nicht in der Schule gelernt, weil mir das jemand sagt, sondern die habe ich gelernt, weil ich das wollte, weil ich das aus mir heraus wollte. Und so bin ich dann auch auf die demokratischen Schulen in Deutschland gestoßen. Auf Schulen wie die Capriole in Freiburg, auf Schulen wie die Freie Schule Heckenbeck in der Nähe von Göttingen. Und das hat mich dann neugierig gemacht, dann wirklich dahin zu fahren und mir das in der Realität mal anzugucken. Los geht's um 8:30. Aus der Sicht von anderen Leuten ist eine demokratische Schule keine Schule. Aber so würde ich es nicht sehen. Jeder Tag ist eigentlich anders, weil immer was anderes passiert. Ich
mache einmal am Tag Mathe, einmal am Tag Deutsch und dann habe ich meistens noch ziemlich viel Zeit zum Spielen und andere Sachen machen. Er will zwar Arzt werden, aber vorher muss er Geld verdienen. Man entscheidet sich täglich in der Schule in den Unterricht zu gehen oder nicht in den Unterricht zu gehen. Und wenn ich in den Unterricht gehe, dann gehe ich hin, höre zu und mache richtig mit. Weil sonst habe ich da ja nichts verloren, dann hätte ich auch auf dem Sofa sitzen bleiben können. Das hat was Angenehmes. Also ich komme gerne hier in die Schule. Das einzige Problem ist das Aufstehen. Ja, wir können einfach mal hier anfangen. Also es gibt wie bei anderen Schulen, gibt es natürlich auch bei uns für jeden Raum oder es gibt einfach spezielle Räume, um zu lernen. Und das hier ist jetzt zum Beispiel, dieser Raum hier heißt Jamaika. Alle unsere Räume sind nach Ländern benannt, weil es nett ist und sich gut anhört, finde ich. Das hier ist jetzt zum Beispiel, da können wir gerade nicht rein, weil da ist ein Kurs. Der Raum heißt Brasilien, das ist ganz klar der Mathe-Raum, da ist gerade ein Mathe-Kurs drin. Ich habe die Sachen hier, die ich hier gelernt habe, die habe ich dadurch gelernt, dass ich sie ganz einfach gemacht habe. Dass mich nichts in der Ausübung von dem behindert, was ich tun will. Das heißt, man kann sich damit sehr frei fühlen. Alles an dieser Schule ist freiwillig, wirklich. Also ich würde wirklich sagen, der größte und auch wichtigste Unterschied ist, die Kinder haben hier keinen Stress. Und Stress ist in unserer Gesellschaft eines der größten Probleme. Also eins meiner herzlichsten Erlebnisse war, dass ich einfach ankam und gesehen habe, wie die Kinder total glücklich gespielt haben. Ik zou stiekem helpen, want die is weg. Ik ben de baas van de boot. Kijk, dat is de lucht. Nee. Omdraaien, omdraaien, omdraaien. Kijk, dat is dan lucht. En dan moet je zo grasprieten tekenen. Kijk zo. Learning is almost like a byproduct of doing things. So children engage in activities, within those activities they need things, and they learn while they're doing. Spielen halten wir für unglaublich wichtig. Ich spiele total gerne. And it's a really good experience being around people of all ages, because you kind of, you get a sense of what it was like when you were that age. And it's important to see how you've kind of progressed. Es passiert tatsächlich, dass Schüler über sehr lange Zeiträume hinweg lieber mit anderen Leuten Karten spielen oder Fußball spielen, als sich für Mathe und Englisch zu interessieren. Es ist auch so eine Art Lernen und man muss ja nicht unbedingt Mathe lernen und Deutsch, sondern man lernt einfach andere Sachen kennen. Ich auch nicht. Da ist direkt drin! Mittendrin! Und die Regelschulen sind einfach für Jungs eigentlich überhaupt nicht geeignet. Ja, also Jungs in diesem Alter, so zwischen 7 und 10 Jahren, die haben einen unglaublichen Bewegungsdrang, die nehmen Dinge ganz anders auf und wahr. Und das, was in der Schule passiert mit Unterstreichen und Schneiden und also all diese feinmotorischen Sachen, das passt eigentlich gar nicht in die Entwicklungsstufe, in der die gerade sind. Und hier können die halt rennen und toben und Fußball spielen und kickern und dabei auch ganz viel lernen. Kids who have had a diagnosis of ADHD, that kind of an impulsiveness, they do fine at Sudbury schools. They learn how to control their impulsiveness in that context because they're continuously brought up for violating rules, and they still continue to get brought up, but they learn eventually to control that. And through their play, they learn how play is a way of learning how to overcome impulsiveness, as I just described. So they mature out of it in that context. If they're not allowed to play, if they're put on drugs instead as their way of dealing with it, then they don't necessarily overcome it. And they may have to take these drugs all their lives in order to treat their ADHD. Diese Idee, dass man Spielen als eine Herangehensweise betrachten kann, um die Welt zu entdecken und dadurch auch die Welt zu begreifen, das fand ich interessant. Und so habe ich mich auch gefragt, welche Bedeutung hat Spielen denn eigentlich für das Lernen? Darüber wollte ich mehr wissen und so kam ich auf die Idee, Experten zu fragen. Bonjour, mein Name ist André Stern. Ich bin ein 42-jähriges Kind, das nie in die Schule gegangen ist. Aber ich bin sonst ein ganz banales Kind. Jedes Kind
unter diesen Bedingungen würde was ganz Ähnliches erleben. Also ich bin weder speziell noch hochbegabt. Das Einzige, was bei mir anders gewesen ist, sind eben diese Bedingungen. Ich bin nie in die Schule gegangen. Etwas, wovor wir Angst haben. Wir denken, wenn ein Kind das ganze Leben lang spielt, dann wird es nichts lernen, dann bleibt es wild, asozial, Analphabet, arbeitslos und so weiter. Und das stimmt nicht. Das bin ich nicht geworden. Why are children playing? They're playing because they are instinctively driven to play. The way I define play is that it has to be controlled by the people who are playing. If there's an adult controlling it who's not also a player, then I don't consider it to be play. Most of the time, children teach each other by just talking or playing together or doing things, because one is just a little bit ahead of the other, and learning is going on like that very easily. Play is serving intellectual functions. Play is a way, also play is play with ideas, play with concepts. In play, you build imaginary worlds in your own mind and in the playthings that you develop. And all of higher order thinking involves imaginations. Und ich denke, so ist es ja auch heutzutage an den Regelschulen, dass die Kinder sind halt die ganze Zeit beschäftigt, Inhalte aufzunehmen und Dinge zu erfüllen und zu schaffen und sich um Noten zu kümmern, damit sie einen gewissen Durchschnitt am Ende haben. Aber sie haben ganz wenig, ich sage nicht keine, aber sehr wenig Möglichkeit, herauszufinden, wer sie sind, was sie wollen, was ihnen liegt, wo es hingehen soll im Leben. Für mich als Lehrer war dann interessant zu wissen, wie das an so einer freien Schule geschieht, dass die Schüler anscheinend ganz spielerisch lernen, was für andere Schüler einer Regelschule wirklich anstrengend ist. Und du kannst eine Babykatze noch im Kindergarten. Wie kommen die Schüler dazu, dass sie von selbst das Interesse entwickeln, was zu lernen? Also ich werd sehr oft gefragt, Herr Spitzer, wie motiviert man eigentlich jemanden? Und ich sage immer, eigentlich gar nicht. Mit Motivation ist es so wie mit Hunger. Der kommt ja auch von allein. Ja. Und Menschen sind so gestrickt, dass sie nicht nur Hunger haben auf Kalorien, sondern Hunger auf Information. Weil das ist genau unser Vorteil. Wenn wir ganz viel wissen, kommen wir besser durch. Ja, wir haben keine Flügel und keine Flossen, aber wir haben Wissen. Und dieses Wissen, mit dem kommen wir besser durch. Deswegen haben wir Hunger auf Wissen. Kinder sind Begeisterungspakete. Das geht eigentlich nicht darum. Wir meinen immer, wir müssen Kinder erziehen, damit sie was lernen. Aber Lernen ist eine spontane Veranlagung des Kindes. Das Kind lernt ständig. Das ist etwas, das man nicht bremsen kann, außer mit Erziehung. Ja, es müsste eine Schule sein, die so ist, dass die Schüler sich am Sonntagabend schon freuen, dass sie am Montag wieder in die Schule gehen können. So, das heißt, wir bräuchten eigentlich Schulen, die nicht pflichtgemäß von Schülern absolviert werden, sondern wo etwas passiert, was so spannend ist, dass die Schüler dorthin wollen. When young people are studying something they are interested in, I would use the word passion. It's a good word to use. If you watch somebody who's really seriously, deeply, profoundly interested in something, you can't stop them learning. And when that kind of energy is released, it's a good word to use. They become passionate learners. And I think this is what schools should try and provide the opportunities for. Es fällt einem hier sehr viel einfacher, sich für Dinge zu begeistern. Auch für Dinge, die dann auch der eigentliche Schulstoff sind, weil es einem einfach auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht wird. Erstens, auf der Schule lernt man, was man will. Und danach mag man es super sehr. Ich kann machen, was ich will. Ich tue alles in meinen Kopf tun, was reinpasst. Oder was rein will. Das ist unbeschreiblich. Man ist total glücklich, weil man einfach das tun konnte, was man wollte. Und das macht einfach froh. Und irgendwas von den Tieren rein, ja? Ich glaube, wenn ich das jetzt so irgendwie müsste, dann würde es mir auch keinen Spaß mehr machen. Und also wenn ich es so freiwillig mache, dann macht es mir schon Spaß. If you have the choice to
learn or not learn. It takes someone who doesn't view education as something bad. Life is fun. They learn that life can be fun. And that's very important. Yeah. Life is fun and school is fun. Kann man auch Haar hin. Es sind ganz schöne Studien, die das gezeigt haben, dass wenn ich einfach nur dieses Gefühl, ja, ich kann's, wenn ich das in Schülern erzeuge, dadurch, dass man sie zum Beispiel fragt, was machst denn du gern? Ja, dann mach doch mal. Und dann macht er das, was er gern macht, dann kann er es auch. Und dann hat er das Gefühl, ich kann's ja. Und wenn er das oft genug hat, egal ob das beim Sport ist, bei der Musik, beim Theaterspielen oder bei irgendwas, was ihm Spaß macht. Ja. Wenn er dieses Gefühl hat, dann wird er automatisch auch besser in der Schule. Ja, das hatte ich öfters, wenn ich was richtig gemacht habe. Also wenn ich ab und zu mal was richtig gemacht habe, was ich das erste Mal richtig gemacht habe, dann fühle ich mich richtig gut. And when it's interesting for its own sake, what would be the point of giving grades or marks or tests or examinations? Why would you do this? I think we do this so much in school because we don't trust young humans to be active learners. Noten motivieren nur die besten Schüler. Also wenn ich so fast die besten Noten bekomme, dann bin ich motiviert, die besten zu bekommen. Aber wenn man schlechte Noten bekommt, wird man überhaupt nicht bei Noten motiviert. Dann ist es im Hirn immer so, dass das, was man lernt, sich mit dem verkoppelt, was man dabei empfindet. Und das negative Gefühl des Bestraftwerdens, wenn man es nicht richtig macht, verkoppelt sich dann eben mit diesem Lerninhalt. So, und das führt dann dazu, dass man Gedichte nicht mag, andere mögen Mathe nicht. Viele Jungs können nicht singen und glauben, sie könnten gar nicht singen und kriegen auch Bauchschmerzen, wenn sie mal wieder singen sollen, weil sie in bestimmten Unterrichtssituationen vorgeführt worden sind. Und nun muss man halt sich überlegen, was will ich eigentlich beim Lernen? Wenn ich immer nur die maximale Anzahl von Fehlern finden will, dann ist es nicht schlecht, wenn ich ängstlich bin. Ja? Aber wenn es darum geht, und da sind sich eigentlich heute alle einig, wir machen Schule und wir gehen in die Schule, damit wir fit werden fürs Problemlösen. Denn in 20 Jahren werden wir genug Probleme haben. Ja? Und es geht nicht darum, dass man akribisch ganz genau ist. Es geht darum, dass wir kreative Problemlösungen finden. Stimulation is something else. I think stimulation is important, but fear and anxiety that come from suspicion and lack of trust, these inhibit learning. So it would be quite crazy to have these qualities in a school, and yet we have them. So much of what goes on in school is built on fear of failure. Fehler machen dürfen heißt Neugierde zu entwickeln. Und eigentlich Menschen, die Fehler machen dürfen, die Fehler machen können, die bleiben auch neugierig, die sind auch neugierig. Menschen, die keine Fehler machen dürfen oder in einem System, in dem Fehler ständig bestraft werden, da verschwindet auch die Neugierde. Und entsprechend mit der Neugierde verschwindet auch der Mut, Neues auszuprobieren. Mutlosigkeit ist auch eine Konsequenz einer sehr restriktiven Fehlerkultur. Ich habe gar keinen Mut mehr in meine eigenen Potenziale, in meine eigenen Kompetenzen. Ich mache nur das, was ich sicher weiß, was ich sicher kann. Alles andere mache ich nicht mehr. Also ich glaube erstmal, die erste ganz große Hilfe ist, dass sie nichts tun, um das zu verhindern, dass die Kinder ihren Leidenschaften nachgehen. Schüler, vor allem wenn sie noch jünger sind, wissen ja noch gar nicht, worauf es so im Leben ankommt. Und deshalb brauchen sie eigentlich sehr verantwortungsvolle und hochkompetente Erwachsene, die sie auf diesem Weg begleiten. Und diese Erwachsenen müssten Menschen sein, die nicht die Vorstellung haben, dass sie Kinder nach ihren Vorstellungen bilden, sondern das müssten gewissermaßen Suchende sein. Das müssten welche sein, die nach dem suchen, was in diesen Kindern heraus will. By the way, we don't have teachers at our school, we have staff members. And that was a very deliberate choice not to have teachers, because teachers implies that you know things better. I love the relationship between teachers and students. Yeah, that was fun.